Hallo liebe Zuschauer, vor einiger Zeit habe ich ja schon in meinen Filmen angekündigt, dass ich euch ein wenig unterstützen möchte, wenn ihr Interesse habt, eure Filme in YouTube hochzuladen. YouTube ist eine ganz interessante Sache, um Filme zu speichern, private, Urlaub, für euch nur alleine oder für die Öffentlichkeit. Ja, und was motiviert jetzt einen dazu, dies zu machen? Ich habe jetzt hier auf dem Urlaubstrip nach Koh Chang ein junges Pärchen kennengelernt, die gerade damit angefangen haben, mit dem YouTube-Kanal, aber relativ professionelle Videos schon hochgeladen haben, 3 Stück bis jetzt. Und die möchte ich euch mal vorstellen und die sollen mal sagen, wieso machen sie YouTube? Ja, mir gegenüber sitzt Julia und Mahmoud. Mahmoud, okay. Ja, hallo, also ich bin Mahmoud und das ist meine Frau Julia. Wir reisen momentan in Thailand und wir wollten schon lange einen YouTube-Kanal starten und die Reise hier in Thailand war für uns sozusagen der ausschlaggebende Punkt, wo wir gedacht haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Nicht zu vergessen, unsere 2 kleinen Babys, die gerade schlafen, sind natürlich auch dabei. Und das ist vielleicht auch das Besondere bei uns, dass wir quasi mit 2 kleinen Kindern reisen. Unsere Zwillinge sind 1 Jahr und 9 Monate alt und mit denen sind wir jetzt hier in Thailand unterwegs. Ich bin Julia, eigentlich Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin und habe mich jetzt eben mit Mahmoud dazu entschieden, bei YouTube auch einzusteigen. Viele Leute fragen uns immer, wie wir das alles handeln mit unseren Kindern und unserem Lifestyle. Und wir haben auch mehrere Anfragen schon bekommen, ob wir nicht auf YouTube etwas zeigen wollen. Und deshalb wollen wir den Weg jetzt gehen und schauen, wohin die Reise so führt. Habt ihr jetzt daran gedacht, Geld zu verdienen? Ich mache einen YouTube-Kanal auf und werde Millionär oder was ist wirklich die Motivation? Sind die Kinder, die Dokumentation, dass sie aufwachsen? Tatsächlich gibt es mehrere Gründe, warum wir das gestartet haben. Wir denken jetzt nicht unbedingt, also man kann mit allem reich werden und wenn es mit YouTube klappt, wäre es natürlich toll, aber ich denke, es geht im ersten Moment darum, etwas zu machen, was uns Spaß macht und wir nutzen diesen Kanal, um uns zum einen etwas nach außen zu zeigen, was aber auch viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Indem wir unsere persönliche Geschichte nach außen tragen, können wir auch von außen auf uns selbst gucken und uns sozusagen selbst optimieren und eine bessere Version unserer selbst werden. Zum anderen bin ich ein sehr kreativer Mensch und habe die Möglichkeit, innerhalb dieser Videos meine Musik und meine Videos und alles Mögliche einzubringen. Ja, und ich finde gerade das Thema Selbstoptimierung spielt ja auch in der Psychotherapie eine Rolle in Bezug auf das sich selbst filmen. Bei uns in der Therapie ist es zum Beispiel so, dass man sich als Therapeutin auch einfach selbst filmen kann und damit in die Supervision gehen, um dann ein bisschen über sich selbst zu lernen. Wie gebe ich mich eigentlich, wie bin ich mit meinem Patienten? Und hier ist es dann so, wie bin ich eigentlich mit meiner Familie, wie bin ich mit meinen Kindern, wie bin ich mit meinem Mann? Wenn ich mich dabei jeden Tag selbst filme und aufnehme, dann komme ich irgendwie nochmal auf ganz andere Punkte und sehe mich irgendwie auch nochmal aus einem anderen Licht und habe dadurch irgendwie auch nochmal die Möglichkeit, mich auf einer anderen Ebene zu reflektieren. In der Öffentlichkeit zu stehen heißt ja auch Kritik einzustecken. Ihr seht ja nicht nur euch selber, sondern auch andere und dann kommen ja auch dementsprechende Kommentare. Wie geht ihr damit um? Ich kenne das. Ich kenne meine Hater und ich weiß, wie ich mit denen umgehe, aber ich weiß, das verursacht auch manchmal Magenschmerzen. Wie geht ihr damit um? Das ging bei uns eigentlich auch jetzt schon los, obwohl wir ganz am Anfang stehen. Tatsächlich, das mit den Hatern geht ganz schnell. Ja. Vor allem kriegt man viel Hate über, sage ich mal, geheime, also über WhatsApp und so weiter, nicht in der Öffentlichkeit erstmal, sondern eher so im noch geheimeren, private Nachrichten, wo dann irgendwas gesagt wird.
Ich denke, wir können damit ganz gut umgehen und vor allem, weil wir jetzt auch schon etwas älter sind. Ich denke, vor ein paar Jahren wäre es mir noch schwerer gefallen, damit umzugehen. Aber dadurch, dass wir uns selbst schon gefunden haben und so sicher im Leben stehen und so überzeugt sind auch, dass wir, ich sag mal, jeder hat seine eigene Wertetabelle oder sein eigenes Wertesystem und man kann nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, aber man kann wissen, ob man sein eigenes Wertesystem befolgt oder nicht. Und ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich meine eigenen Werte befolge und von daher möchte ich andere motivieren, das auch zu machen. Und das ist auch unter anderem ein Grund dafür. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man selber davon überzeugt ist, was man macht. Dass man so irgendwie für sich weiß, warum man das macht. Was? Achso, ja, ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man selber davon überzeugt ist, warum man das macht und von dem überzeugt ist, was man macht. Dann ist es auch nicht ganz so schwer, damit umzugehen, wenn andere Leute einen kritisieren. Es ist natürlich trotzdem nicht so schön und angenehm. Es ist schöner, wenn Leute positive Kommentare geben. Gleichzeitig finde ich Kritik ja zum Beispiel auch total wichtig, so, ne, dass man irgendwie selber auch nochmal gucken kann, vielleicht kann ich das auch nochmal reflektieren, vielleicht kann ich da auch nochmal was verändern. Also das, von daher, es hat auch eine gute Seite, so, ja. Ne, diese ganze Kritik. Also Kritik an sich ist was Gutes, Hass oder Hate ist natürlich etwas, was einen sehr viel Energie frisst und unnötig ist, weil es meistens von Menschen kommt, die selber eher nichts leisten und eher nach der Prämisse leben, wenn ich nichts mache, mache ich nichts falsch, aber dann ganz einfach mit dem Finger auf andere zeigen. Und sowas respektiere ich nicht und von daher ist mir das auch egal, was solche Leute denken. Ja. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Kritik und Bewertung, ob man jemanden dann direkt so abwertet oder ob man jemanden einfach kritisiert oder irgendwie Vorschläge macht, wie man was besser machen oder anders machen kann. Ja, Verbesserungsvorschläge sind immer gern gesehen, auf jeden Fall. Wie seht ihr euch denn in 5 Jahren? Wo wollt ihr denn damit hin? Inshallah haben wir in 5 Jahren 1 Million Follower. Ja. Und wir konnten viele Menschen davon überzeugen, dass Gott das Wichtigste im Leben ist. Ich glaube, das ist so eine Sache, die uns ganz sehr am Herzen liegt, auch mit unserem YouTube-Kanal, dass man irgendwie nochmal auf die Werte schaut, auf die Werte schaut, die wirklich wichtig sind im Leben. Und für uns ist das Familie und eben Islam. Glaube, Familie und gerade weil wir in einer Zeit leben, wo solche Sachen immer mehr in den Hintergrund geraten, haben wir das Gefühl, dass es eine Art Pflicht ist, auch zu zeigen, dass man auch klassische Lebensweisen oder traditionelle Blickweisen auch als moderner Mensch leben kann und das wunderbar vereinbar ist und man nicht jeden Trend mitgehen muss, sondern den Fokus auf die ursprünglichen Dinge halten sollte und das ist in unseren Augen auf jeden Fall Familie. Und wir wurden ja auch vor allem kritisiert, dass wir unsere Kinder in die Videos mit einbringen. Aber für uns ist es sehr wichtig, uns als Familie darzustellen. Und es geht in erster Linie darum, auch zu zeigen, wir sind eine Familie und wer sind wir als Familie. Denn nur so können wir irgendwas erzählen später in den YouTube-Videos, weil wenn wir keine Glaubwürdigkeit haben, dann braucht uns auch keiner zu gucken. Und wenn wir unser Leben so führen, wie wir uns vorstellen, dass man sein Leben führen sollte und das auch nach außen tragen, dann haben wir eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ich finde, das ist auch eine gute Dokumentation, wenn ihr immer auf Tour seid, für eure Familienangehörigen, für Mutter und Vater. Wie geht es denen? Was macht ihr? Das war bei mir damals der ausschlaggebende Grund. Das war noch in der Kassettenzeit, VHS-Kassetten. Das sagten meine Eltern, wie ich nach Australien gegangen bin. Jede Woche eine Kassette bitte, damit da gab es noch kein Internet. Ja. Und das ist der große Vorteil, wenn man den Link weitergibt, wenn man nicht öffentlich ist, dass die Familienangehörigen oder die spezifischen Personen dann schon sehen, wie geht es denen. Und das ist ja immer wieder interessant.
das ist ja für uns auch ein Teil der Familie, sage ich mal. Wieder Familie und für die ist das super, das zu sehen. Es kam auch viel von denen, also wir sind Anfang letzten Jahres, waren wir 2 Monate in Mexiko und da haben wir einfach nur so ein bisschen bei Instagram was gepostet und so weiter und viele Leute haben tatsächlich gefordert, so könnt ihr nicht mehr zeigen, wie macht ihr das mit den Kindern, wie reist ihr mit den Kindern, ist das in Ordnung? Viele fragen uns, ihr reist, obwohl ihr Kinder habt und wir sagen, wir reisen, weil wir Kinder haben. Also die Ansicht, also es ist immer eine Ansichtssache und wir vertreten halt unsere Ansicht und versuchen das irgendwie zu zeigen und so viele Leute wie möglich mitzunehmen, denen das gefällt. Ja, und möglichst auch viele Leute zu inspirieren, dass sie das auch mit ihren Kindern machen und dass da so ein bisschen diese Angst weggeht, dass man mit Kindern nicht mehr reisen kann. Das wäre auch schön. Genau, also wir haben einen gewissen Anspruch an Qualität, egal was wir machen, ob es das Video ist, ob es ein Tipp ist. Also wir informieren uns immer sehr, wo sollte man hinreisen, was sollte man essen, egal worum es geht, wir informieren uns sehr und da wir diese Arbeit schon geleistet haben und wir die Leuten kostenlos geben können, würden wir das auch machen, haben wir kein Problem, das zu teilen. Ja, meine Zuschauer sind ja ein bisschen älter. Die starten ja so bei 55. Und ihr solltet euch überlegen, wenn ihr in Rente geht ins Ausland und ihr hinterlasst eure Kinder und Enkelkinder, die werden sich bestimmt auch darüber freuen, wenn ihr aus eurem Urlaub, aus eurem Lebensland, das muss ja nicht unbedingt Thailand sein, Filmdokumentationen rüberbringt, entweder privat, das werde ich euch im Laufe der Serie zeigen, wie das geht, oder offen, dass das also jeder sieht. Und ich finde, das ist eine feine Sache. Kostenmäßig kann man sagen 0 Kosten, weil jeder ein Handy hat. Und die heutigen Handys, die sind also so spitze mit der Optik, die man da hinten hat. Da kann man wunderbare Filme mitmachen. Und ich habe ja schon mal voraus gesagt, dass ich mit dem Frank zusammenarbeite, der über dem Handy die ganzen Filmschnitte macht, um die dann ins Internet zu stellen. Und der hat mittlerweile schon 10.000 Abonnenten, also kann er nicht so schlecht sein. Ich werde den Frank diese Woche auch nochmal besuchen und mit ihm darüber sprechen. Und er hat sich also wirklich darüber gefreut und wird dann von seiner Seite her ein Tutorial machen, wie man das mit dem Handy macht. Und mein Part ist dann eben halt ein bisschen professioneller, wenn man Geld investieren will, um in der Zukunft, ich will nicht sagen Geld zu verdienen, also diesen Aspekt sollte man ganz schnell vergessen. Man buttert die ersten Jahre nur Geld und Zeit reinfallen. Es muss einem Spaß machen, es muss einem am Herzen liegen. Und bei den Zweien, ich kenne das, ich habe meine Kinder damals auch gefilmt, von klein an, war das eine wunderbare Dokumentation und die haben sich selber damals, also wenn sie älter oder wie sie Eltern waren, darüber gefreut, zu sehen, wie sie klein gewesen sind. Ja. Und heutzutage ist ja die Filmqualität hervorragend. Damals, da war 1 Million Pixel, da war der Highlight und heute sind wir 1 Million höher. Ja, habt ihr noch einen Beitrag dazu? Ja, also ich kann jeden nur motivieren, das zu machen, worauf er Lust hat und sich nicht besonders von anderen Menschen einschränken zu lassen oder erzählen zu lassen, was man machen sollte und was nicht. Wenn man Lust hat auf YouTube oder auf sonst was, sollte man es einfach machen. Es ist eine Art Herausforderung, es ist für mich aber auch wie eine Art Videospiel spielen und schauen, wie weit man kommt und wenn man keine Lust mehr hat, dann eben nicht, aber man sollte einfach das machen, worauf man Lust hat und genau darum geht es ja bei uns. Wenn wir denken, wir wollen den Winter nicht in Deutschland verbringen, dann reisen wir einfach los und wenn wir denken, wir wollen einen YouTube-Channel starten, dann starten wir den einfach und man sollte wissen, dass es im Leben nicht so viele Grenzen gibt, sondern man sollte einfach das machen, worauf man Lust hat. Ich finde es einfach wichtig, wenn man für sich selbst was findet, was einen
glücklich macht und was einen überzeugt und einem im Alltag gut tut. Also nicht, dass man so das Gefühl hat, heute muss ich noch das und das und das erledigen. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich entspannen und alles ist gut. Sondern eher so, dass man bei dem, was man tut, schon Spaß hat. Und so geht es mir jetzt zum Beispiel mit YouTube und vielleicht habt ihr da ja auch irgendwie, also habt ihr dann auch das Gefühl, das tut mir total gut eigentlich, mich selber zu filmen, meine Kinder zu filmen, das Ganze irgendwie zusammenzuschneiden, sich zu überlegen, was machen wir heute, was ist unser Thema. Das an sich, also die Arbeit an sich macht mir quasi Spaß und ich glaube, das sollte das Ziel sein und man kann es erst herausfinden, ob es einem Spaß macht, wenn man es ausprobiert und deshalb ja, und man sollte es auch nicht unterschätzen. Also wenn man denkt, jeder kann das machen, also jeder kann alles machen, aber man sollte nichts unterschätzen, weil hinter jeder Arbeit steckt viel Arbeit. Also nichts passiert von alleine. Und gerade du bringst ja täglichen Content. Also du kannst uns da wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie es ist. Also Arbeit ist es auf jeden Fall. Und ja, wer es mag, soll es schauen. Für mich war das ja auch ein Anreiz, weil ich immer gehört habe, die Rentner haben kein Hobby. Die sitzen dann zu Hause rum, ein halbes Jahr machen sie im Urlaub, Beach-Urlaub und dann fängt die Langeweile an. Ihr braucht, wenn ihr Langzeiturlaub macht im Ausland, müsst ihr ein Hobby haben. Ansonsten, wie ich immer sage, vereinsamt ihr, vor allen Dingen, wenn ihr als Single ins Ausland geht. Überlegt euch das mal. Wie gesagt, es kostet nichts eigentlich und fangt mal damit an, das auf privat zu stellen für euch, für eure engsten Freunde. Das ist ein wunderbares Hobby, finde ich. Und es stärkt auch einen, muss ich sagen. Das Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt, wenn man also vor die Kamera tritt und im Anschließend man sich dann sieht und man verbessert sich immer wieder selber. Im Management ist das ein beliebtes Ding, Videoaufnahmen zu machen, um das Selbstbewusstsein zu stärken. So, das soll mal eine Anregung gewesen sein. Die nächsten Folgen sind dann eben halt direkt sachlich, wie man was macht und wo man was macht. Dankeschön für Zuschauen, Dankeschön für euch beide und viel Glück für euren YouTube-Kanal. Danke dir. Danke dir, danke, dass du uns die Plattform bietest und unsere Arbeit respektierst. Ja. Und ja, schön dich getroffen zu haben. Ich fand es total nett von dir, dass du überhaupt direkt auf uns zugekommen bist, unsere Videos geguckt hast und danach auch direkt auf uns zugekommen bist, uns eine Rückmeldung gegeben hast. Das war irgendwie auch so eine gute Rückmeldung und das war irgendwie total schön, dass jemand, der das schon länger professionell macht, auf uns zukommt und sagt, hey, coole Videos, das war irgendwie nochmal, hat uns bestärkt. Ja, auf jeden noch eine Fall. Motivation mehr. Ja. Danke dafür. Kurzes Wort noch, den Link zu dem Kanal von den beiden ist unter dem Film, da könnt ihr mal draufklicken und die würden sich riesig freuen, wenn ihr das Abo anklickt, was nichts kostet, habe ich diese Tage noch gehört, wie viel kostet das, Blödsinn. Draufklicken, die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr auch eine Information, wann die und ich eben halt ein Video reinsetze. Und ihr könnt das jede Sekunde danach auch wieder löschen, kein Problem, es kostet nichts, keine Angst, einfach auf Abo klicken. Okay, tschüss.